Die Schufa führt einige bevölkerungsrepräsentative Studien und Untersuchungen durch. Ich kann hier einige Beispiele nennen. Das ist eine Verbraucherbefragung, die wir seit vielen Jahren durchführen. Und dort befragen wir, wie geht es den Menschen in Deutschland und wie ist ihre finanzielle Situation. Das war sehr spannend, zum Beispiel in den vergangenen Jahren im Kontext der Inflation. Eine andere Studie ist die Befragung der Kleinstunternehmer. Da überprüfen wir, wie ist die finanzielle Lage, was sind ihre Herausforderungen. Bei dem Jugendfinanzmonitor untersuchen wir das Finanzverhalten der jungen Menschen. Das ist schon die Zielgruppe, die wir ab 16 Jahren fassen, 16 bis 24. Und da schauen wir, wie ist der Umgang mit Geld bei der jüngsten Generation, wie ist ihr Wissensstand und welche Fragestellungen oder welche Schwierigkeiten haben junge Menschen im Umgang mit Geld. Ein anderes Beispiel ist unser Risiko- und Kreditkompass. Dieser basiert auf unseren eigenen Zahlen und da sehen wir sehr viele Entwicklungen früher, als man sie normal auf dem Markt entdeckt. Und die innovativste und die neueste Studie, die wir durchführen, ist unser Finanzinklusionsindex. Über diese Publikation möchten wir bekannt machen, welche Schwierigkeiten Menschen an der finanziellen Teilhabe haben und wie könnte man diese Barrieren abbauen. Warum macht die Schufa Marktforschung? Wir möchten das Wissen zum Thema Finanzen in die Gesellschaft tragen und sind dafür als Schufa sehr gut prädestiniert. Wir haben sehr viele Informationen, die wir intern erheben in unserer Datenbank. Und da sehen wir manche Entwicklungen früher, als sie öffentlich publik sind, als man das erkennt. Und mit unseren Langzeitstudien können wir diese Entwicklungen wie eine Art Seismograph aufnehmen und darüber berichten. Uns ist ein großes Anliegen, dieses Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen, es publik zu machen, die Politik zu informieren, welche Themen akut sind und mit welchen Themen müsste man sich auseinandersetzen. Die Informationen aus der Marktforschung setzen wir natürlich so um, dass wir die Verbraucher darüber informieren. Wir wissen, welche Themen interessant sind für Menschen, verfassen zahlreiche Informationen, Artikel, zum Beispiel in dem Schufa Newsroom, wo man sich zu diesen Themen informieren kann. Oder aber auch für spezielle Zielgruppen führen wir Workshops durch. Wir setzen auch konkrete Projekte um und tragen dieses Wissen nach außen. Nach der Durchführung der Finanzinklusionsstudie haben wir gemerkt, wie akut und wie wichtig das ist, dass die Finanzdienstleister barrierefreie Finanzdienstleistungen anbieten. Und daraufhin haben wir unsere Unternehmenskunden eingeladen und haben diskutiert, wie kann man barrierefreie Finanzdienstleistungen entwickeln und haben auch in Gruppen Vorschläge erarbeitet. Das ist ganz konkret, haben wir aus dieser Finanzinklusionsstudie sind wir in die Umsetzung gegangen. Das war tatsächlich unsere Finanzinklusionsstudie. Die war sehr herausfordernd, weil wir vom Scratch, also von Null, haben wir die Studie erstellt. Und wir wollten von vornherein die Finanzinklusion messbar machen. Also nicht nur befragen, wie viel Prozent der Menschen zum Beispiel zufrieden sind mit der Bankdienstleistung, sondern wir wollten ein Messinstrument aufbauen. Das hat wirklich mehrere Wochen gedauert, bis wir diesen Index entwickelt haben, bis wir die Zahlen validiert haben. Das war extrem intensiv und anstrengend. Und gleichzeitig ist das die Studie, die mich am meisten bewegt, weil da geht es auch tatsächlich um die finanzielle Teilhabe. Welche Gruppen in der Bevölkerung können besser oder können weniger an der Finanzdienstleistung teilhaben? Und das ist so anfassbar und das ist wirklich was Neues, was wir gemacht haben. Wir fokussieren in unseren Studien auch unterschiedliche Zielgruppen und das sind sehr spannende Themen, weil es sehr viele Zielgruppen sind und je tiefer man schaut, desto konkreter und genauer kann man diese Themen untersuchen. Deshalb bin ich sicher, dass wir in der Zukunft auch sehr viele neue Themen untersuchen werden.